Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Nachdem ich meine Eltern in Johannesburg am Flughafen verabschiedet habe, kann es nun endlich losgehen. Doch vorher müssen noch ein paar Dinge organisiert werden, bevor ich das Land nach fast 25 Tagen überzogenem Visa hoffentlich easy verlassen kann. Ich bin jetzt hier in Johannesburg und alleine. Ja, gucke ich, dass ich jetzt einfach mal noch entscheide, wo es lang geht bei mir. Mir stehen jetzt gerade alle Möglichkeiten offen. Jetzt ist die Frage, fahre ich Richtung Mosambik rüber? Schaue ich noch, dass ich über die Victoria-Fälle Richtung Namibia rüberfahre? Eins steht fest. Die Ostseite ist raus. Ich fahre nicht über die Ostseite zurück nach Deutschland. No pen. Hey, sorry. pen. No pen. No pen. Black pen, red pen. No, sorry. Coin, 5 rand, 3 rand. No, sorry, man. South Africa coin. No. Slang, this one. No, I don't need it, man. Okay, give me food there. Happening here in Gauteng, Mawonini. People, they don't give papers. The police making you play. Water is in there. Eskom, electricity. What do you want from me, man? What do I want from a real nigga? What do I want from a Okay. Bin wieder auf diesem wunderschönen Campingplatz, wo man eigentlich überhaupt nicht das Gefühl hat, in Johannesburg zu sein. Auch die Besitzerin hier ist super freundlich. Da haben auch viele andere Deutsche ihre Land Rover abgestellt, die sie halt hier besitzen und immer mal wieder herkommen und herfliegen und von hier aus dann Reisen unternehmen. Die ganzen anderen, mit denen ich hier war, die Dänen sind weg, die Deutschen sind weg. Jetzt bin ich nur noch allein hier, habe jetzt hier meine Hängematte gespannt. Und meine einzigen Freunde gerade ist das Schaf da drüben. Und ein paar Hennen. Und ein paar Enten. Vielleicht bleibe ich auch einfach hier, weil es mir hier gefällt. Ich bin seit 25 Tagen hier illegal im Land. Und es wird Zeit, dass ich jetzt langsam mal hier Land gewinne. Sonst lassen die mich wahrscheinlich nie wieder hier einreisen. Ich fahre jetzt nämlich nach Botswana in die Zentralkalahari, wo man wirklich 200-300 Kilometer um sich rumschauen kann, wo nur Wüste ist, wo nichts ist, nicht mal Wasser, ich musste alles mitnehmen. In Johannesburg war eigentlich noch das Ziel, eine Police Clearance zu holen. Ein Dokument, welches bestätigt, dass mein Auto nicht geklaut ist. Aber ich habe ja bereits meine Erfahrungen mit der Bürokratie hier gemacht. Und der Typ kann mir keine klare Ansagen machen, wie lange es dauert. Ich habe gesagt, fuck it, egal. Jetzt sollen die sich an den Grenzen damit die Köpfe einschlagen. Ich muss mich jetzt erstmal kurz beruhigen. Ich hatte jetzt gerade eine Banane, jetzt geht es mir schon besser. Ich sag's euch, Afrika, Mann. Es waren noch echt viele Townships, an denen ich vorbeigefahren bin, wo Leute in ganz ärmlichen Behausungen leben, aber war jetzt für mich nichts Neues. Das war so ähnlich wie in Kapstadt, wenn man da auch ein bisschen außerhalb fährt. Ist natürlich trotzdem immer krass zu sehen, wie weit die teilweise weg von der Stadt wohnen und dann trotzdem wahrscheinlich jeden Tag schauen müssen, dass sie irgendwie reinkommen, weil sie da vielleicht irgendwelche Jobs haben. Ganz viele Leute haben da aber auch gar keinen Job, was natürlich schon hart ist. Also die Arbeitslosigkeit hier in Südafrika ist schon ziemlich hoch. Ich habe es jetzt nicht genau überprüft, aber mir hat letztens einer gesagt, irgendwie was von 30% bis 40%. So ganz genau weiß es eh niemand. Aber es ist natürlich verglichen mit Deutschland eine Riesenzahl und hier gibt es keine Zahlungen vom Staat, die dich dann da irgendwie unterstützen. Wie dankbar wir einfach sein können, in Deutschland geboren worden zu sein. Und dann beschäftigen wir uns manchmal mit so dummen Kleinigkeiten. Und hier fährt man vorbei an solchen Townships, in so kleinen Behausungen, wo man sich denkt, wie wäre es, wenn man hier einfach aufgewachsen wäre? Wie wäre man drauf? Wo wäre man heute im Leben? Allein, dass ich hier diese Reise machen kann, ist einfach nur ein riesen Privileg und es wird dann da einfach immer wieder so bewusst. Wäre ich hier geboren worden, wäre ich mir zu 100% sicher, würde ich mit 25 Jahren noch nicht in so einem Auto sitzen und überhaupt mir es leisten können, die Welt anzuschauen. Deswegen
Seid dankbar für das, was ihr habt. Boah, da war gerade eine Schildkröte auf der Straße. Ich wäre fast drüber gefahren. Ich habe es gerade noch im letzten Moment gesehen und jetzt habe ich sie kurz von der Straße getan, weil als ich mit Stefan auf Tour war, das war richtig assi. Da sind wir auch auf so einer Straße gefahren. Man hat schon von Weitem gesehen, dass die Schildkröte kommt und der andere Typ, der uns entgegenkam, der ist einfach haarscharf direkt vor uns einfach über die Schildkröte gefahren. Richtig assi, ich krieg das Bild auch nicht mehr aus dem Kopf. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Ich bin jetzt hier gestern nochmal auf den Campingplatz gefahren, da war eine Familie aus Botswana und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und das war ziemlich krass. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Das Kind hat irgendwie gemeint zu mir, sie hat geträumt, dass ich kommen werde und mit denen den Abend verbringen. Ich dachte, hä, was geht jetzt ab? Und die Eltern wollten dann auch Pizza besorgen und haben mich einfach direkt nach 2 Minuten, obwohl sie mich nur 2 Minuten kannten, haben mich direkt allein gelassen mit ihren Kids und das für 1,5 Stunden. Die haben mir erzählt, dass bei denen in der Schule immer noch bestraft wird mit so einem Stecken und der Stecken hat für alle Kids einen Namen und jeder Lehrer darf bis zu 5 Hiebe verteilen auf den Arsch. Und vor dem haben sie halt richtig Respekt. Ich habe denen halt erzählt, ja, dass es schon länger bei uns in Deutschland nicht mehr erlaubt ist, dass es da teilweise eher andersrum ist, dass die Schüler den Lehrer verprügeln. So, ich bin offiziell aus Südafrika jetzt draußen und es ist genau das passiert, was ich eigentlich erwartet hatte. 1 Jahr bin ich jetzt gebannt, ich bin undesirable, unerwünscht in Südafrika. Yes! Ich bin in Botswana drin, hey, das ging zu easy. Einer von 26 Grenzübergängen erfolgreich gemeistert. Ich meine, wenn alles so wären wie der hier, dann easy. Botswana ist flächenmäßig 1,6 Mal so groß wie Deutschland, mit gerade einmal 2,7 Millionen Einwohnern, von denen fast 12% in der Hauptstadt Gaborone wohnen. Damit ist das Land auf Platz 13 der Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Botswanas Geschichte ist geprägt von einer reichen Kultur und Tradition. Ursprünglich war das Land von den San, den Buschmenschen und anderen Ureinwohnern bewohnt. Heutzutage machen die San gerade einmal 2% der Bevölkerung aus, während die Tswana 79% ausmachen. Die Hauptreligion im Land ist mit 79,1% das Christentum. Trotzdem haben 4,1% der Bevölkerung die Religion Badimo und auch viele der Christen kombinieren den christlichen Glauben mit Badimo. Es wird daran geglaubt, dass die verstorbenen Ahnen in der Schattenwelt existieren und die Menschen beschützen oder aber auch bestrafen. Um die Ahnen zufrieden zu stimmen, gibt es Opfergaben wie Bier, Schafe und Ziegen. 1885 wurde Botswana damals als Bechuanland bekannt, zu einem britischen Protektorat, um sich vor der Expansion des Zulu-Königreichs und der europäischen Kolonialmächte zu schützen. 1966 erlangte Botswana seine Unabhängigkeit von Großbritannien und durchlief eine krasse Transformation von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer stabilen und aufblühenden Demokratie. Die Wirtschaft Botswanas ist vor allem durch den Diamantenbergbau geprägt und ist auf Platz 2 der größten Diamantenproduzenten der Welt. Diese wertvolle Ressource hat das Land zu einem der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsräume weltweit gemacht. Laut Schätzungen gehört Botswana mit einem Bruttosozialprodukt pro Einwohner von $18.113 im Jahr 2021 auf Platz 4 aller afrikanischer Länder. Auch Tourismus und Viehzucht sind wichtige weitere Säulen der Wirtschaft. Botswana ist ein Pionier im Bereich Naturschutz in Afrika. Etwa 40% des Landes sind als Wildreservate oder Nationalparks ausgewiesen. Das Okavango-Delta, ein UNESCO-Weltnaturerbe und die weitläufige Kalahari-Wüste sind nur 2 Beispiele für die atemberaubenden Naturlandschaften, die Botswana zu bieten hat.
Diese Schutzgebiete sind nicht nur Heimat einer beeindruckenden Vielfalt an Wildtieren, sondern auch zentral für den Tourismus und die Erhaltung der natürlichen Umwelt. Botswana, ein Land der Kontraste und endlos scheinender Wildnis. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. So, es ist immer noch Tag 1 in Botswana und ich bin jetzt hier seit 5 Stunden ungefähr unterwegs. Ich habe jetzt einiges organisieren können, habe jetzt wieder Internet. Habe auch schon ein paar Hitchhiker mitgenommen, die an einem Straßenrand stehen, die einfach ins nächste Dorf mitgefahren sind. Aber von dem, was ich jetzt sagen kann, Leute sind extrem nett. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, seit ich hier in Afrika angekommen bin, wie hier in Botswana. Ich muss jetzt erstmal den Reifendruck ablassen, das hat so keinen Wert auf der Holberstraße. So, jetzt kann es weitergehen. Boah, die Hitze ist hier schon fast unerträglich. Ich schätze mal, dass es so 35 Grad hat. Ich habe gerade mit dem Typ an der Tankstelle geredet. Der meinte, im Hochsommer wird es hier regelmäßig über 42 Grad warm. Puh, ich könnte hier nicht wohnen, hey. Die Straßen werden schlechter und schlechter und die Hitze immer unerträglicher. Es ist immer noch der erste Tag in Botswana und ich bin froh, wenn ich endlich beim Park ankomme. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber obwohl ich einen Panzer als Auto habe, muss man hier auf den Straßen super aufmerksam und konzentriert fahren, damit das Auto auf den sandigen und holprigen Straßen in der Spur bleibt. Um mich dann auch völlig lächerlich zu machen, werde ich von Einheimischen mit uralten, verbeulten Polos oder Automarken, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, komplett überladen, überholt. Also reiß dich zusammen und heul nicht rum, Flo. Immer wieder kann ich nicht fassen, wie man in dieser trostlosen Gegend wohnen kann. Menschen können sich wirklich an jede Gegend anpassen. It's so crazy. All the cars get stuck. I can't believe it, ey. Oh no. Ich bin noch keine halbe Stunde eigentlich auf der Gravel Road hier mit dem Sand und dem ganzen Gebampe hier. Und ich bin schon an 3 Autos vorbeigekommen, die einfach nur standen mit Motorhaube offen, glatter Reifen. Ich habe überall angehalten und versucht zu helfen. Wir haben mein... Oh, der Esel muss weg. Wir haben meinen Highlift-Check vorne verwendet und haben versucht, das mit dem aufzubocken. Aber ich habe leider das YouTube-Video nicht angeschaut, um zu verstehen, wie man den benutzt. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Jetzt hat das Auto von denen auch noch eine Delle bekommen wegen mir. Aber ich habe jetzt überall angehalten, habe denen Wasser gegeben, habe denen irgendwie geholfen mit meinem Werkzeugset und allem. Und die kamen gar nicht drauf klar, dass ich denen gesagt habe, was ich vorhabe. Ich hoffe, es ist kein Fehler, was ich hier gerade mache. Es wird ein wilder Trip. Die eine Frau sagt noch zu mir, ich soll nicht überall anhalten bei den Leuten, die auf der Straße stehen und nach Hilfe fragen. Es kommt hier in Botswana häufig vor und das habe ich jetzt schon zweimal gehört, dass die einfach, ja, dass es eine Masche ist, wie man dich anhält und dann knallen sie dich ab und rauben dich komplett aus. Also die bringen die Leute tatsächlich um. Da muss ich wirklich aufpassen. Bei den ersten 3 Autos habe ich natürlich jetzt erstmal gleich angehalten. Die sahen aber auch alle nett aus und es waren auch Kids dabei und so. Von daher hatte ich jetzt nicht sonderlich Angst, dass da irgendwie eine Masche gedreht wird. Aber man muss echt vorsichtig sein hier. Oh, die Strecke bis hier war schon ziemlich haarig und wir sind immer noch nicht im Park angekommen. Die Sonne geht jetzt gleich unter. Ich bin immer noch 15 Kilometer von Kutze entfernt.
Es laufen einfach nur noch irgendwelche Ochsen auf der Straße rum. Ich muss jetzt hier nochmal Reifendruck rauslassen. Der Reifendruck ist noch viel zu hoch für den sandigen Boden. Also es ist einfach nur noch Sand. Aber hey, überall ganz nette Menschen, die alle winken und auf mich zuspringen und keine Ahnung was. Und natürlich alle was haben. Kann ich jedem was geben, aber dem einen auf dem Pferd habe ich eine Banane gegeben, hat es sich mega gefreut, und den Kids habe ich vorhin auch ein bisschen was gegeben. Boah, ich bin fix und fertig, hey. Die Fahrt hierher war jetzt doch echt anstrengender als gedacht. Oh. Und jetzt bin ich aber drin im Nationalpark. Das hat jetzt echt noch super easy geklappt. Ich bin einfach ins Gate hin, ich habe keine Vorreservierung und gar nichts. Der hat mich jetzt direkt hier reingelassen und ich habe jetzt irgendwie auch nur die Hälfte vom Preis bezahlt, weil ich direkt am Zaun penne. Aber man ist halt komplett drin in der Wildnis. Also das, was ihr hier seht, ist alles schon Nationalpark, und nicht weit von hier entfernt wurde auch ein Löwe gesichtet. Deswegen muss ich echt aufpassen. Ich wollte jetzt eigentlich noch grillen, aber ich bin ziemlich spät dran. Ich habe keinen Bock nachher hier auf der anderen Seite zu grillen und dann noch ins Dachzelt zu kriechen, wenn der Löwe kommt. Ey, das Verrückteste ist einfach, dass ich jetzt gerade einfach komplett in den Park reinschaue und der Park so groß ist, beziehungsweise noch größer wie die Schweiz. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach nur Wildnis, keine Menschenseele. Da fahren vielleicht irgendwie 10, 12 Autos rum und schauen sich hier die Tiere an, und sonst ist da nichts. Aber nicht mal Tiere sind hier groß, weil es einfach ein extrem trockener und lebensfeindlicher Ort ist. Es wird hier extrem trocken, es gibt wenig Wasserstellen. Die meisten Tiere sind auf diesen riesen Pens zu sehen, also die ausgetrockneten Seen, die jetzt dann einfach nur noch so Salzflächen werden. Und da sieht man dann halt relativ weit, da kommen die Tiere dann ab und zu, und da sammelt sich das Wasser dann manchmal schon an. Okay, ich habe beschlossen, doch hier im Dachzelt zu essen. Mir ist es da unten nicht ganz geheuer. Zu wissen, dass da irgendwo ein Löwe rumschleicht, ist echt nicht so geil, wenn man alleine unterwegs ist. Ich muss euch noch ganz kurz hier die Sprachmemo abspielen, die mein Chef mir geschickt hat, also der Stefan. Das ist zu witzig. Vor allem, wenn man jetzt gerade in diesem Gebiet hier ist und Löwen überall sein könnten. Das hat er dazu gemeint. Hört sich geil an, deine Story. Ja, Zentralkalahari, wow, geil. Das ist richtig geil. Pass bloß auf die Löwen auf, nicht, dass sie dir einen Reifen beißen. Da hat es nicht viele Löwen, aber die es da hat, die sind nicht ganz ohne. Also da ist gut, wenn du oben in deinem Dachzelt schläfst. Weil die sind ziemlich neugierig und beißen auch manchmal in die Reifen. Also am besten nimmst eine Steinschleuder mit, dann kannst du in einen auf den Pelz braten, von oben von deinem Zelt. So viel dazu, wo wir jetzt hier gerade sind. Oh, die Löwen hier, das habe ich jetzt schon von einem an der Tankstelle auch gehört, die sollen wirklich aggressiver sein oder neugieriger, wie auch jetzt der Stefan gemeint hat. Und die knabbern dann teilweise einfach die Reifen kaputt. Also knabbern. Deswegen muss ich mich hier noch irgendwie bewaffnen. Aber ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr, nochmal runter zu gehen. Ich meine, ich habe noch 2 schön gekühlte Biere da drin im Kühlfach, aber dafür müsste ich hier aufmachen, runtergehen ins Löwengebiet und das Risiko eingehen, vom Löwen aufgefressen zu werden. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Ich glaube, ich tue es. Ein Bier ist wert. Also falls das letzte Video von mir gewesen sein sollte und es findet jemand, dann wisst ihr, ich bin draufgegangen wegen einem scheiß Bier. Oh oh. Naja, da sind doch keine Löwen. Ach was. Geschwätz. Ich brauche jetzt mein Bier. Hier ist immer noch so eine Hitze. Shit, ey.